Es lässt sich nicht schönreden. Die Europawahl war eine herbe Niederlage für die Ampelpartei, allen voran für die Kanzlerpartei SPD von Olaf Scholz. Unter anderem Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, findet dafür auch sehr klare Worte. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis bei der Europawahl. Die CDU-CSU ist mit Abstand die stärkste politische Kraft in Deutschland. Wir sind zurück nach der bitteren Wahlniederlage vor 2,5 Jahren. Wir sind der politische Stabilitätsanker auch innerhalb der Europäischen Union mit Ursula von der Leyen als unserer Spitzenkandidatin. Die Frage ist ja eher an die Ampel gerichtet. Die Politik der Ampel stärkt die extreme Rechte in Deutschland. Es ist ja bezeichnend bei den Wahlen in den letzten Monaten, Hessen, Bayern, Berlin, jetzt die Europawahl. Die CDU wächst und gleichzeitig steigt auch die AfD. Das zeigt mir doch eher, dass die Ampelparteien ein Problem haben, dass die Ampelparteien ihre Politik nicht besser erklären müssen, sondern eine andere Politik machen müssen. Und man fragt sich, was muss eigentlich noch passieren? Wie viele Vollklatschen braucht es noch für Olaf Scholz und die Ampel, bis sie endlich ihre Politik ändern in der Wirtschaft, in der Migration, in den entscheidenden Fragen dieses Landes? Eine Frage, die ich so fast weitergeben kann. Mir nun zugeschaltet ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Dirk Wiese. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herr Wiese, wir haben es gerade von Jens Spahn gehört. Es geht in seinen Augen nicht mehr darum, dass die SPD, dass die Ampel die Politik besser erklären muss. Sie muss eine ganz andere Politik machen. Sehen Sie das nach der Wahlklatsche von gestern genauso? Zuallererst geht erstmal mein Glückwunsch an die Kolleginnen von CDU, CSU. Sie haben die Wahl gestern eindeutig gewonnen. Für uns war es gestern eine herbe Niederlage. Wenn ich den Blick auf den Ausgang der Europawahlen generell richte, auch auf die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, dann lassen Sie mich klar sagen, es gibt in Europa eine klare Mehrheit für einen proeuropäischen Kurs, für ein Ja zu einem Europa. Jetzt ist die Verantwortung bei Ursula von der Leyen, diese proeuropäischen Kräfte auch zusammenzubinden, nicht nach rechts zu blinken, nicht mit den Parteien, die Europa in Frage stellen, die Europa ablehnen, zusammenzuarbeiten, sondern eine prodemokratische Mehrheit zu machen. Das ist jetzt die große Verantwortung der Wahlsiegerin CDU, CSU. Und das, glaube ich, gehört auch heute an diesem Tag, wo man die Nachbetrachtung macht, mit dazu. Jetzt würde ich gerne trotzdem noch einmal auf meine Frage zurückkommen, was die SPD angeht. Die Nachbetrachtung zeigt ja, so kann es nicht weitergehen. Muss es eine ganz neue Politik her? Haben Sie gemerkt, dass Sie da die Wähler einfach nicht mehr vertreten haben? Naja, man muss da heute nicht um den heißen Brei herumreden. Das war eine derbe Niederlage, die wir gestern eingefahren haben, die allerdings jetzt auch nicht überraschend gekommen ist. Es hat sich ja in den Umfragen kurz vor den Wahlen auch genauso abgezeichnet, wie es gestern eingetreten ist. Man fühlt sich heute Morgen ein bisschen wie nach dem Relegationshinspiel, wie der VfL Bochum 3-0 verloren, eine klare Klatsche eingefahren. Aber es gibt auch noch ein Rückspiel und das Rückspiel ist nächstes Jahr die Bundestagswahl. Viele, die uns heute abschreiben, die einen kompletten Neustart fordern, die sind vielleicht etwas zu früh unterwegs. Wir als SPD werden jetzt die richtigen Schlussfolgerungen aus dieser gestrigen Wahlniederlage ziehen. Aber der VfL Bochum hat das Ding auch gedreht und damit hat keiner mehr gerechnet. Und das Rückspiel ist im September 25. Jetzt hat natürlich die Europawahl schon weitaus mehr Konsequenzen als ein verlorenes Relegationshinspiel. Die Konsequenzen, die Sie angekündigt haben, die Veränderungen bis zum nächsten Jahr, werden die auch personell sein? Und wenn ja, wie schnell wird das nun kommen? Die SPD hat heute am Montag, das wissen Sie, ihre Gremiensitzungen. Das ist üblich nach Wahlen. Wir beraten intern heute über den Wahlausgang. Wir beraten über Fehler. Wir beraten über Verbesserungen. Das wird heute auch stattfinden. Und darum ist es selbstverständlich, dass man Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus trifft, sondern wohl überlegt, genau hinschaut, was falsch gelaufen ist, was nicht richtig gelaufen ist. Und ja, sich auch der Kritik stellt, die natürlich auch von den Bürgerinnen und Bürgern auch an dem Auftreten der Ampelkoalition immer wieder auch in den letzten Wochen geübt worden ist. Das ärgert uns am meisten. Uns ärgert auch manchmal die öffentliche Darstellung am meisten. Das wollen wir abstellen und daran arbeiten wir tatsächlich. Aber nochmal, die SPD stellt den Bundeskanzler und wir wollen auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz in die Bundestagswahl 2025 hineingehen. Und ich sage das ganz offen, diese Wahlen auch gewinnen, auch wenn es nur ein Relegationshinspiel gestern gewesen ist. Ein Rückspiel gehört noch dazu. Das klingt sehr danach, dass Sie meine nächste Frage verneinen werden. Neuwahlen, die wird es in Deutschland also nach französischem Vorbild sozusagen nicht geben, ja?
Naja, der Vergleich hinkt natürlich etwas. Der französische Präsident, ja, er hat Neuwahlen ausgerufen, die betreffen ihn aber nicht persönlich, sondern er hat Neuwahlen für die Assemblée Nationale ausgerufen, also für die französische Nationalversammlung. Von daher, das ist nicht 1:1 mit uns hier vergleichbar. Es führt natürlich zu Vergleichen, es führt natürlich zu Fragestellungen, das kann ich auch nachvollziehen. Aber nochmal, diese Bundesregierung ist gewählt worden für 4 Jahre und die Bürgerinnen und Bürger haben trotz einer großen Unzufriedenheit mit dieser Koalition die klare Erwartungshaltung, dass wir liefern, und wir stehen jetzt vor schwierigen Haushaltsverhandlungen. Die klare Erwartungshaltung von mir ist, dass wir diese Haushaltsverhandlungen gemeinsam auf den Weg bringen und gemeinsam letztendlich auch zu Lösungen kommen in der Koalition. Es ist aktuell schwer vorstellbar, denn die SPD bleibt natürlich jetzt noch härter auf ihren Standpunkten. Die FDP wird das auch tun. Ich würde aber gerne auf ein anderes Thema noch mal zu sprechen kommen. Das ist das Thema Migration, denn dieses hat auch diese Wahlen wieder sehr bestimmt. Das sieht man jetzt auch an den großen Erfolgen der AfD. Kurz vor den Wahlen aufgrund des schrecklichen Polizistenmordes in Mannheim gab es doch auch sehr klare Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz. Glauben Sie, diese sind nur zu spät gekommen, oder auch, dass die Wähler der SPD das nicht so richtig abkaufen, dass man jetzt hart durchgreifen möchte beim Thema Migration und auch Abschiebungen? Das, was der Bundeskanzler letzte Woche in seiner Regierungserklärung sehr klar und eindeutig gesagt hat, dass es möglich sein muss, schwere Straftäter, Gefährder auch nach Afghanistan abzuschieben, auch darüber nachzudenken, sie nach Syrien abzuschieben, das ist richtig, das ist konsequent und unabhängig von dem gestrigen Wahlausgang. Das werden wir jetzt auch auf den Weg bringen, denn das ist richtig und das ist auch die klare Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger. Also eine kämpferische SPD, die nächstes Jahr nicht nur genauso antreten möchte, sondern gewinnen möchte. Dirk Wiese, danke Ihnen. Sehr gerne. Wiedersehen.